Hallo! Jo, was geht? Welcome back! Herzlich willkommen in unserer Höhle, in unserer Kissen- und Deckenhöhle. Wir hotboxen heute dieses Fort, diese Kissenburg. So cozy hier drin, ne? Ey, wie man vielleicht schon sehen kann, Baby hatte richtig coole Idee. Wir machen das hier vor dem Fenster, wir können raussehen, wir haben hier die Pflanzen und so. Das ist todeschillig. Wir haben Bongrib für jeden Bongrib. Wir haben 2 leckere Juice, genauso wie die Bongribs. Einmal in Kokos Cookies und einmal im Mac Driver. Eine schöne Mischung aus Miracle Alien Cookies und Sunday Driver. Und dazu haben wir auch noch einen Kreuzjoint, den guten alten Kreuzjoint. In der Mitte haben wir Peppermint Kush, in die Länge legt sich das OG Deluxe. Und wir haben noch in der Mitte genau am Kreuzpunkt Wachs auf beiden Seiten, Cherry Pie, Sugar Rosin, 10 von 10, ich freue mich. Also jeder von uns wird auf jeden Fall mit einem gewissen Level an Dichtsein dieses Fort verlassen. Neuerdings, da ich jetzt allgemein seit kurzem mit Aktivkohlefilter rauche, ein bisschen gesünder, meinen alten Lungen was Gutes tun, dank Baby hier. Die aber jetzt ziemlich oft verstopfen, habe ich ein kleines Stück Pappe, wie einen kleinen Tipp, aber wirklich nur die Rundung über den Aktivkohlefilter gelegt. Viel besserer Durchzug. Ich habe auch die Fernbedienung dabei. Da ist der Kokoscookie, ich habe ganz halt eher zum McDriver tendiert, aber jetzt gerade in den beiden Joints finde ich den Kokoscookies gerade angenehm. Ja? Die würzige Mischung davon, also diese würzige Note im Abgang finde ich sehr schön. Leicht süß, hat ein eigenes Geschmacksprofil. Beides super Top-Sorten, also wirklich Weed aus der deutschen Apotheke. Ich habe schon Weed aus der deutschen Apotheke geraucht, des Öfteren. Oft Gutes, meistens nicht so Gutes. Super. Übrigens ist dieses Video gedreht von McDizzle. McDizzle hat, glaube ich, schon inzwischen das dritte, vor ein paar Tagen hat sie das dritte Fort Hotbox Video hochgeladen. Von gestern ist das. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir das Video drehen. Also es ist halt gestern hochgeladen. Auf jeden Fall an der Stelle Shoutout, einfach McDizzle mal auschecken. Shoutout an McDizzle. Wer Englisch kann, der sprachmächtig ist, lohnt sich auf jeden Fall mal einzulegen. Also die schlimmsten Hotboxen, die man rauchen kann, wie wir damals Hotbox geraucht haben und es nicht im Auto war, meistens im Badezimmer. Gerade im Block, da hast du Badezimmer ohne Fenster. Genau. Wasserhahn, ganze Zeit volle Pulle heiße Wasser laufen. Badewanne, volle Pulle heiße Wasser. Oh. Vor Tür, Handtuch legen. Ja, und mit dann richtig viel Wasserdampf dann. richtig. Und dann mit 5, 6 Mann da drin irgendwie, dass so gar kein Sauerstoff mehr da ist. Das ist so und dann ekelhaft. ist auf jeder ein eigener Joint. Wir waren damals immer stolz drauf, das ist vielleicht ein bisschen asozial, aber wir haben immer einen Joint mehr in der Runde gehabt, eine Zeit lang, als wir einen Mann hatten. Also sprich, waren wir mit 5 Leuten im Badezimmer, hatten wir 6 Joints in der Runde. Dass immer einer 2 hatte. Ja, richtig crazy. Es sind halt wirklich auch, wenn man sich das vorstellt, es sind komplett kleine Räume einfach. Kannst du irgendwie Smoke Tricks? Nee, gar nicht. Ich wollte immer so Ringe machen, aber das kriege ich einfach nicht gebacken. Beim French and Hair kann ich. French and French Hair. and Hair kann ich irgendwie auch nicht. Ich kann tatsächlich einfach gar nicht. Du musst puffen. Den einfach langsam aus dem Mund raus und einer hat nicht in die Nase. Ja. 10 von 10. Baby hat den ersten French and Hill gemacht. Baby hat mit mir letztes Mal schon erfolgreich 2, 3 Joints gedreht. Konnte sie vorher auch nicht. Nur noch im Progress. Du rauchst auch gechillt und so. Das ist viel besser. Und für mich war, wie gesagt, immer das große Ding, egal was ich mache, dazu gehört auch Bonrauchen, immer mit Joint in der Hand. Deswegen mache ich heute gar nichts. Immer den Joint in der Hand. Natürlich ist das kein Muss, ne? Man muss heraussehen, wenn das was für euch ist, wenn das für euch funktioniert, wenn das für euch workt. 10 von 10, macht das. Aber auch hier natürlich gibt es einfach Leute, die nicht dafür gemacht sind, solche Sachen zu agieren. An der Stelle, wir können einfach mal erzählen, warum rauchen wir. Also wenn ich sage, warum, dann will ich erstmal anfangen, warum ich angefangen habe. Warum ich angefangen habe, Dummheit. Ich habe mit 12 angefangen. Also mit 12 gibt es keinen Grund, dass du kiffst. Kiff nicht, wenn du 12 Jahre alt bist und mach das einfach nicht. Dämlich. Aber so über die Zeit, ne, man hätte aufhören können, man hat nicht aufgehört. Am Anfang war es halt vielleicht auch unbewusst einfach viel Spaß. Man ist unterwegs, Gemeinschaftsgefühl mit den Jungs. Es schmeckt scheiße gut, es ist einfach chillig. Aber normal Social Anxiety, allgemein Anxieties, Mental Health Issues ist schon ein großes Thema, warum sich das jetzt heute über den Alltag im Alter natürlich dann vermehrt gezogen hat und auch so solide gehalten hat. Also ich würde auch behaupten, ich habe mehr Joints geraucht als Mahlzeit in meinem Leben gegessen, aus einem guten Grund. Ich bin chill. Leute, die wissen, wie ich früher war. Sehr viel Energy, man wusste nicht wohin. Ich würde sagen, es ist ein gesundes Ventil, es schmeckt gut. Ich habe damals Zigaretten geraucht und das heißt ich nicht, ich habe Alkohol getrunken. Das mache ich heute alles nicht mehr. Ich habe heute nur noch diese Pflanze in der Hand. Zu rauchen, für die Lunge schädlich, dies, das. Natürlich ist nie gut. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Ich sage, für mich funktioniert es.
Ich bin Mensch, ich neige auch zu betreiben, Dinge viel zu machen, wenn ich sie mag. Und wie gesagt, das ist das hier, was mich nicht körperlich abhängig macht oder auf irgendeine andere Weise stark beeinflusst oder mehr als irgendwas anderes. Ich bin hier mehr als zufrieden. Ich habe mir selber auch schon auf die Frage gestellt, ob es nicht vielleicht besser wäre, das zu machen. Ich rauche seitdem ich 12 bin, ich rauche seitdem ich 13 bin, everyday. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das für mich funktioniert ohne einfach. Solange es dich und oder andere nicht beeinträchtigt, Tode. ist es in Ordnung, würde ich mal behaupten. Mega auf jeden Fall. Und wenn du sagst, es hilft dir, So viele Leute sagen dir mir, überleg mal an die Abstriche, die du machen musst, wenn es dich dann so und so einschränkt. Es schränkt mich nicht ein. Also ich muss dir ehrlich sagen, so für mich die einzigen Einschränkungen, die mir jetzt davon im Bilde wären eigentlich wirklich, dass ich sage, ich traue mich mit unter anderem darum, gerade aktuell nicht einen Führerschein zu machen. Wie gesagt, für mich ist allgemein ein Punkt, ich bin halt blind, taub und was weiß ich nicht alles. Ich traue mir das einfach nicht 100% zu. Wenn du nicht 100% sicher bist, du bist da im Auto mit über 200 km/h manchmal unterwegs, steig nicht ein. Du gefährdest nicht nur dich, du gefährdest wieder andere Leute, weißt du? Und deswegen ist das für mich gerade eine Sache, warum ich aktuell auch einfach sagen würde, ich mach das nicht. Und da spielt dann halt auch nicht nur der Marihuana-Gebrauch mit rein. Der andere Punkt ist, ich würde jetzt nirgendwo hingehen unbedingt, oder nicht lange hingehen, wo ich nicht konsumieren kann, wo ich nicht rauchen kann, wo ich nicht kiffen kann. Sprich, ich würde jetzt wahrscheinlich auch eher in den Urlaub in ein Land, wo ich nicht rauchen kann, sehen oder keine Ahnung was. Wenn ich jetzt irgendwo hingehen kann mit den Jungs und ich kann abends nicht kiffen, dann hört sich das für mich auch eher unentspannt an. Wo ich jetzt auch nicht automatisch sagen würde, ich würde es nicht machen. Aber es ist für mich jetzt auch wieder keine Einschränkung, wo ich nicht eine Einschränkung sehe, weil ich einfach keinen Spaß hätte. Oder ich will nicht dahin gehen. Warum soll ich irgendwo hingehen, wo ich nicht hingehen will? Und ich will nirgendwo hingehen, wo ich nicht smoken kann. Es ist nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sitze und denke, boah, ich wäre jetzt gerne dahin gegangen. Für mich ist das einfach nur, ey, ich kann da nicht smoken, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Weil mir ist egal, wo ich bin. Hauptsache, ich bin mit meinen Leuten und ich kann smoken. Deswegen, nee, das wäre so auf jeden Fall mein Stand der Dinge. Ich sagte auch immer, ich bin ein Mensch und wir Menschen dürfen uns jeden Tag neu erfinden. Und wenn du mich morgens selbe Frage fragst, kann es sein, dass ich dir komplett anders antworte. der Rip ist Immer noch stabil. drin, er ist schon 3 Mal umgefallen. Aber ich höre immer wieder Menschen, nein, ich habe keinen Hang zur Kunst, ich habe kein Talent, ich habe kein Hobby, ich habe keinen Spaß an irgendwas. Oh, jeder Mensch kann irgendwas. Du musst nicht gut da drin sein. Du musst nicht Amadeus Mozart sein. Du kannst das einfach für dich als Hobby machen. Leb dich aus, drück dich aus, ob es Sport ist, ob es Kunst ist, ob du Gedichte schreibst, ob du was malst, ob du dein Malbuch malst. Egal was, drück dich irgendwo aus. Du bist ein Mensch, du hast Emotionen, du hast Gefühle. Aber setz dich selber mit dir auseinander in diesem Zeitpunkt. Du sagst, du kannst nicht malen. Ey, mach eine, wie du damals 5. Klasse in dein Matheheft gemalt hast, in der Lehrer gelabert hat und du nicht zugehört hast. Mach irgendwas, drück dich aus. Die Welt ist groß. Und wenn du Xylophon spielst oder Triangel, egal was du machst, mach es. Aber ey, warte mal ganz kurz. Ich krieg gerade einen Anruf. Motherfucker, Johnny Tanius ruft an. Sagt, die haben 2 seiner Kollegen gekillt und er kommt in Doppelpack. Warte, scheiße, Johnny. Das Doppelpack ist da. Schön mit Wags. Power of Kush compels you. Anyways, komplett anders. Auch was ich nicht weiß, wie bei meiner GTBS hilft. An der Stelle kann ich einen Kanal empfehlen von der amerikanischen YouTuberin Maddie Ariel. Die redet sehr, sehr viel über das Thema, weil sie auch raucht, weil es ihr bei ihren psychischen Problemen hilft. Die hat da einige Videos zu dem Thema hochgeladen, wen es interessiert. Ja, wie gesagt, bei mir, ich will da auch nicht weiter groß drauf eingehen. Ich hab da nie irgendwas von dem Arzt oder irgendwas und auf Eigendiagnose ist ja auch. Bruder, ich bin die Übel nicht. Ja, was denkst du, was passiert, wenn die gleich alle in der Mitte treffen? Der explodiert doch einfach, oder? Ich habe übrigens ChatGPT vorhin gefragt und meinte, hey, ich mal ein paar Sachen, über die wir reden können oder ein paar Fragen oder so ein Scheiß. Die Inspiration war die Frage, ob ein Strohhalm 1 oder 2 Löcher hat. Darüber haben wir schon mal geredet. Ja, ich finde, darüber sollten wir hier nochmal reden, ganz klar, ein Loch. Ich hätte damals auch gesagt 2 Löcher, weil normal oben Loch, unten Loch. Aber Ja. Bruder, guck mal, ganz klar, weil das würde nur funktionieren, wenn diese 2 Löcher nicht miteinander verbunden werden. Es macht daraus ein Loch, es ist so ein Tunnel. Ein Tunnel ist ein Loch. Aber es ist trotzdem. Guck Er mal, hat ja 2 Öffnungen. guck mal, das ist das Ding. Du hast einen Tunnel. Du fährst mit deinem Auto durch den Tunnel. Du bist durch einen Tunnel gefahren. Ja, natürlich. Natürlich, aber trotzdem, auch bei einem Tunnel hast du einen Ein- und einen Ausgang. Ja, wenn du es zweidimensional von jeder Seite betrachtest. Wenn du es dreidimensional als gesamtes Objekt betrachtest, hast du ein Loch. Oder wäre das vierdimensional, weil ich es aufgeschnitten habe und von der Innenseite sehe? Denk mal drüber nach.
Guck mal, zweidimensional, ich sehe es nur von einer Seite, ich sehe es von vorne. Ja. Dreidimensional, ich kann es von allen Seiten betrachten. Rein theoretisch, Aber wenn du es vierdimensional betrachten würdest, dann würdest du doch den Schuhhall betrachten und von außen und von innen sehen. wenn ich vierdimensional betrachten würde, hätte ich jetzt dieses Feuerzeug zum Beispiel einmal in der Mitte durchgeschnitten und aufgeklappt. Also ja, wie du sagst, von außen Ja. und von innen gleichzeitig. Ja. Wenn Tiere sprechen könnten, welche wären die größten Lügner? Ich weiß nicht warum, aber mir fallen sofort Delfine ein. Meine Schwester meinte mal, sie hatte in der Schule, ich glaube von ihrem damaligen Biolehrer oder irgendwie sowas, meinte die auf jeden Fall, Delfine sind die Hitler der Meere. Ich habe das schon öfter gehört. Ja, Ich habe das schon öfter gehört. und deswegen glaube ich, dass Delfine die größten Lügner wären tatsächlich. Die geben mir irgendwie so Big Liar-Vibes. I don't know. Auch wenn man die trainieren kann. Ey, das ist das Ding, ich würde echt noch mitgehen, ne? Also, man kennt jetzt alles so aus den Geschichten, die Schlange und sowas. Ne, ich gehe schon für den Delfin. Der Delfin ist schon so 10 von 10 böse einfach. Deswegen hört auf, eure Waffen ins Meer zu schmeißen. Delfine sind schlau. Die kommen und holen euch. Nicht die KIs. Die Delfine! Die wären Sharknado, aber mit Delfinen. Boah! Ey, wirklich, mich interessiert das. Wie viele Leute kennen Sharknado? Ich kannte Sharknado nicht. Und er sagt mir, ich habe eine harte Bildungslücke. So hart war ich jetzt natürlich nicht, aber ne, Sharknado ist schon so ein Ding. Das noch nie gehört. Du kennst auch Were Shark nicht. Hast du die Sag mal ehrlich, Werwolf-Version davon? Ja, also jetzt nicht mit Tornado, aber da ist halt so ein Hai, der hat auch Arme und Beine. Das ist halt ein Typ und der verwandelt sich dann immer wieder in diesen Hai. Aber es gibt auch einen Hai, der ist wirklich so geboren. Und der beißt jetzt Menschen und andere Haie und die werden dann auch zu diesem Were-Hai und rennen an Land rum und beißen Leute, die sich dann auch verwandeln. Das passiert dann alles auf einer Insel. Und dann müssen die halt diesen Alpha-Hai umbringen. Den Alpha-Hai. Den Den Alpha-Hai. Da werden sich alle anderen Menschen und Haie wieder in normale Haie verwandelt. Und normale Menschen. Alpha-Mails und Alpha-Haie. Ja, und dann alle Alpha-Mails verlassen. hören auf, den Alpha-Mail-Podcast zu hören und ins Gym zu gehen. An alle Alpha-Mails da draußen, bitte. It's not a shame to get some therapy sessions. Wirklich, wie er schon sagt, hört wenigstens auf, diese Alpha-Mail-Podcasts. Oder diese TikToks oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was macht man als Alpha-Mail? Geht da raus, sprecht jemanden an. Oder lasst sein, seid glücklich mit euch selber. Aber geht halt niemanden auf die Stöcke. Denkst du, es gibt mehr Türen oder mehr Räder auf der Welt? Nicht jeder Mensch hat ein Auto, aber manche Menschen haben 2. Aber nicht jeder Mensch hat ein Haus. Es leben viel mehr Menschen in einem Haus zusammen, würde ich behaupten. Guck mal, es gibt 8 Millionen Menschen. Von diesen 8 Milliarden Menschen sind ja auch ein gewisser prozentualer Zahl Kinder und Rentner, die nicht fahren können und dürfen. Und vor allem auch kein eigenes Haus besitzen. Gibt es da draußen mehr Häuser oder gibt es da draußen mehr Autos? Weil viele Familien teilen sich auch wieder ein Auto, aber viele Familien haben auch 2, 3 Autos vor der Haustür stehen. Ich persönlich würde behaupten, es gibt mehr Autos als Häuser da draußen. Die Frage war, ob es mehr Türen als Räder gibt, aber okay. Ja, mehr Türen als Räder. Aber Häuser haben Türen und Autos haben Räder. Und wenn es mehr Autos gibt, gibt es auch mehr Türen. Ja, mehr Räder als Es gibt Türen. ja auch noch andere Räder. Was noch mehr Fahrräder? Die haben einfach zu Türen. Denk mal an so ein Schloss. Denkst du, wie viele Türen hat das Schloss in Ich der glaube Zeit? aber tatsächlich, dass die Räder halt auch definitiv einen Vorteil sind. Nee. Alleine an einem Auto hast du schon viel. Was denkst du, wie viele Türen hat das Schloss in der Zeit? Nein, das ist ein Schlüssel. Heiß! Ja! Können wir einmal AI fragen oder googeln, wie viele Türen das Schloss Versailles hat? 2300 Türen. Ich hab's gewusst. Ich wusste nicht 2300, aber ich persönlich hätte gesagt über 800. Jetzt überleg doch mal, wenn allein dieses eine Haus 2000 hat, wie viele Autos brauchst du? Ich sag, das ist Natürlich ist das kein Standard Nummer 15 Haus, aber es ist ein starkes Haus. Gibt's noch schönere Räder? Keine exakte Erzählung, aber eine grobe Abschätzung zeigt, dass weltweit wohl eher Räder in Überzahl sind. Ist dieses schon nass oder macht es nur nass? Kannst du mir sagen, was du willst, da Wasser selber die Eigenschaft, alle Leute sagen, da Wasser selber die Eigenschaft hat, nass zu sein, kann es nicht andere Dinge nass machen?
Wasser ist nass. Würde ich auch sagen. Wasser ist Nässe. Genau. Nässe gleich Wasser. H2O. Auch H2O. Wenn du unsicher wärst, würdest du dann nicht verlassen. Ich werde pervers, wenn nicht, aber irgendwie wäre schon komisch. Ich wäre mies am Lack, wenn ich schon Klamotten kann. Guck mal, der würde nicht so fragen, wenn die mit uns schwanger sind. Er würde nicht so fragen. Denkst du, Fische wissen, dass sie im Wasser leben? Boah, viele springen doch manchmal hoch und schwimmen an der Oberfläche und so. Ich denke schon, die checken das. Und die wissen doch auch, dass sie bei Vögeln aufpassen müssen und so. Ich denke schon, dass sie das checken. Guck mal, da weiß ich jetzt wieder nicht gut genug. Aber ich habe gehört, dass viele Fische zu kleines Gehirn haben, um viel weiter zu denken als ihre Instinkte. Aber ich weiß auch nicht, ob das einfach nur Schwachsinn ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil zum Beispiel bei Insekten ist es ja wirklich, dass sie dieses Schwarmbewusstsein haben und so bei vielen. Schwarmdenker. Schwarmdenker, richtig Schwarmdenker. Wenn du durch ein Loch in einem Sandwich schaust, siehst du dann die Realität oder das Sandwich? Wow, welches Loch hat ein Sandwich? Warum ist da ein Loch in meinem Sandwich? Sandwich ein Loch? Meint der einen Donut? Meint der einen Bagel? Bagel ein Loch? Ich weiß nicht, was da drin ist. Warum heißen sie Papiertaschentücher, wenn sie doch meist aus Papier bestehen? Ja, weil die zum Großteil aus Papier bestehen. Ach so, Weil man sie in der Tasche hat und Lack, weil es ein Tuch ist. Es ist ein Tuch aus Papier, was du in der Tasche hast. Papiertaschentuch. Womit esst ihr euer Müsli? Mit Hühnertütensaft. Ich hab die Frage falsch gestellt. Heißt das Stromkabel oder Stromgabel? Und womit esst ihr euer Müsli? Wenn ihr jetzt Gabel gedacht habt, seid ihr dämlich. Ich huste einmal das ganze Zelt zusammen. Meine Lunge tut jetzt schon weh einfach. Ich muss noch einen Schluck trinken, sonst wird das hier nicht. Das wird auch so nichts. Ich rede die ganze Sache doch gut. Ne, der ist nur gut runtergepresst. Der ist dreimal umgefallen, der ist nicht aufgehört. Das ist Pappenharte. Ich sterbe in 3, 2, 1. Jo, cool. Da die Mauern hier jetzt dann gleich einstürzen, würde ich das Video an der Stelle beenden. Ich hatte mega viel Spaß. Das war die schönste Smoke-Session, die ich seit langem hatte. Gerade hier in unserem kleinen Fort, so einem kleinen Kindheitstraum. Was man als Kind immer machen war, bei uns leider nie möglich. Haben wir uns das hier ermöglicht und ich freue mich mega. Für mich war es auf jeden Fall ein super toller Tag, ein super schöner Abend, gerade mit dir. War ein cooles Session. Cooles Session, mega. Die Juice am Top geschmeckt. Der Kreuzschank war viel besser zu rauchen, als ich gedacht habe. War tatsächlich, glaube ich, sogar der beste Kreuzschank, jetzt allgemein vom Rauchgefühl, den ich jemand gedreht habe. Und ja, war auf jeden Fall chillig, ne? Ich würde auf jeden Fall behaupten, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer gerade bei euch abgeht, wenn ihr das hier seht. Und ciao, ciao. Bye, bye.